Zumindest dafür hatte der junge Mann, der vor dem Gitter stand, angesichts der trostlosen Umgebung, in der sie sich hier befanden, Verständnis. Er musterte gerade die Blässe des Tieres, die ihn an einen Halbmond denken ließ, als das Pferd die Augen aufschlug und ihn direkt anblickte. Der junge Mann vergaß für einen Moment zu atmen. Die braunen Augen, die seinen begegneten, waren so voller Gefühl, wie er es noch nie zuvor bei einem Pferd erlebt hatte. Sie zeigten deutlich die Pein, die die geschundene Kreatur empfand, und sie schienen um Hilfe zu bitten. Irgendwas an diesem Blick berührte den jungen Mann, tief in seinem Innern, und er konnte nicht anders, als ein stilles Versprechen zu leisten, dass er tun würde, was in seiner Macht stand, um dem Fuchs mit der außergewöhnlich geformten Blässe beizustehen. So schnell er gekommen war, so schnell war dieser magische Moment wieder vorbei, als der junge Mann in diesem Augenblick bei seinem Namen gerufen wurde. »Tommy«, gellte der Ruf von Harry Telford durch die Halle. »Mach das Pferd fertig und bring es zum Hänger.« »Ja, Sir«, antwortete Tommy eilfertig und fingerte bereits an dem Schloss herum, um den Verschlag zu öffnen. Der Fuchs blieb wie angewurzelt stehen, als der jüngere Mann zu ihm in den Stall kam. Er schreckte nicht zurück. Entweder weil er zu schwach dazu war, oder weil es nicht für nötig befand. Tommys Hand glitt in seine ausgebeulte Hosentasche und kam mit einem kleinen Stück Zucker wieder zum Vorschein. Er hielt es dem Tier unter die Nüstern, und nach einer Sekunde des ungläubigen Zögerns senkte das Pferd die Lippen auf Tommys Hand. Der Stallbursche spürte den warmen Hauch des Pferdeatems und die Weichheit der Nüstern auf seiner Haut, als das Pferd den Zucker erst vorsichtig nahm und dann begierig mit seinen Zähnen zermalte. »Komm, Bobby«, sagte Tommy, ohne zu wissen, wie er auf den Namen kam, und der Fuchs folgte ihm ohne die geringste Scheu. Schlimmer konnte es sowieso nicht mehr werden, und der süße Geschmack des Zuckers war ein kleiner Lichtblick. »Das ist nicht Ihr Ernst?« Dem Mann mit dem feinen dunklen Anzug, der am Zaun der Koppel stand, war das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Er begutachtete gerade das Pferd, das gelangweilt und laut schnaufend am Ende der langen Longe seine Runden drehte. »Ist Ihr Bruder blind? Wie konnte er nur auf dieses Pferd bieten, nachdem er es gesehen hatte?« Insbesondere aus seinem Mund klang der Vorwurf merkwürdig, denn auf dem Nasenrücken des kleinen Mannes saß eine Brille mit auffallend dicken Gläsern. Sie ließen seine Augen stark vergrößert erscheinen und waren ein untrügliches Indiz dafür, dass es um seine Sehkraft nicht gerade rosig bestellt war. Tommy Woodcock saß umgeben von einigen anderen Stalljungen und Jockeys, die für Harry Telford arbeiteten, neben seinem jungen Freund Cashy Martin, auf dem entgegengesetzten Ende des Zauns. Die höhnischen Bemerkungen seiner Kollegen zu dem Pferd versuchte er zu ignorieren. Er hatte sich große Mühe gegeben, den Fuchs ansehnlicher zu gestalten. Stundenlang hatte er sein Fell, seine Mähne und seinen Schweif mit der Kadetsche und Kamm bearbeitet, und nun konnte man zumindest sehen, dass das Fell des Pferdes von einem hübschen und außergewöhnlichen intensiven Rot war. Obwohl ihm immer noch jeglicher Glanz fehlte und sich selbstverständlich nichts an den Proportionen noch an den hässlichen Warzen des Tieres über Nacht irgendwas geändert hatte. »Sie werden schon sehen, Mr. Davis«, rief Harry Telford dem feinen Herr am Rand der Koppel zu, während er das fuchsfarbene Pferd mit seiner Peitsche vergeblich zu einer schnelleren Gangart zu bewegen versuchte. »Nach ein wenig Erholung von der Schiffsreise und einem anständigen Training werden Sie das Pferd nicht mehr wiedererkennen. Es ist der geborene Champion«, behauptete er, obwohl das Pferd bereits nach den ersten 5 Runden in langsamem Trab schnaufte und schwitzte, wie ein alter schwacher Ackergaul. Die Stalljungen quittierten diese Weissagung mit Gekicher und anzüglichen Bemerkungen, die jedoch aus guten Gründen so leise ausgesprochen wurden, dass Telford sie nicht hören konnte. »Wissen Sie was?«, fuhr Mr. Davis fort, »Sie werden das Pferd so schnell wie möglich verkaufen. Ich weiß ehrlich nicht, was mich dazu verleitet hat, Ihnen blind zu vertrauen, und 160 Pfund für ein Pferd auszugeben, das ich nicht einmal gesehen habe.« Mr. Telford bedeutete Tommy mit einer Kopfbewegung, seine Position einzunehmen. Der 22-Jährige sprang mit einem Satz vom Zaun und ging ruhigen Schrittes zur Mitte der Koppel, wo sein Boss ihm das Ende der Longe in die Hand drückte und anschließend auf Mr. Davis zutrat, der mit zorngerötetem Gesicht auf ihn wartete. »Hören Sie«, sagte Mr. Telford, »Sie müssen mir glauben. Ich habe den Stammbaum dieses Pferdes gründlich studiert. Es hat bestes Blut in sich. Es wird Erfolg haben. Es kann gar nicht anders sein.« »Ich habe gesagt verkaufen«, beharrte Mr. Davis. »Ich werde nicht auch nur einen Penny weiter in diesen Gaul investieren. Oder glauben Sie etwa, ich sehe zu, wie Sie diese Missgeburt trainieren und bezahle Sie auch noch dafür?«
Auf Telfords Stirn bildeten sich Schweißperlen. »Ich würde Ihnen 160 Pfund geben, wenn ich sie hätte. Das können Sie mir glauben. Ein solches Pferd ist das 15-fache dieser Summe wert. Aber ich habe nun einmal keine 160 Pfund, sonst hätte ich Sie nicht darum gebeten, das Pferd zu kaufen.« Er seufzte, und seine Stimme klang fast flehend. »Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Sie überlassen mir das Pferd für, sagen wir, 3 Jahre. Ich trainiere es und komme für alle Unkosten auf. Und danach können Sie entscheiden, es zu verkaufen. Was haben Sie dabei zu verlieren?« Mr. Davis schwieg, während er über das Angebot nachdachte. Er verfluchte im Stillen den Tag, an dem Harry Telford zu ihm gekommen war und ihm von dem Jährling erzählt hatte, den er nach der Beschreibung eines Katalogs ausgewählt hatte. 160 Pfund und die Kosten für die Überfahrt aus Neuseeland hatte er in dieses angebliche Wunderpferd investiert. Und jetzt musste er daran zweifeln, auch nur einen Bruchteil der Summe jemals wiederzubekommen. Kein vernünftiger Mensch, der dieses Pferd zu Gesicht bekäme, würde auch nur einen einzigen Schein zücken, um es zu erwerben. Selbst Hundefutterfabrikanten würden wohl davor zurückschrecken, dieses von Warzen verseuchte Monstrum in ihre Dosen abzufüllen. Aber Telford hatte recht. Was hatte er noch zu verlieren? Das Kind war bereits in den Brunnen gefallen, und er sah keine andere Möglichkeit, es dort unversehrt wieder herauszuholen. Harry Telford wurde es abwechselnd heiß und kalt, während er auf eine Antwort des Pferdebesitzers wartete. Seine einzigste Hoffnung bestand darin, dass er sich in dem Leistungsvermögen dieses Pferdes nicht geirrt hatte. Und wenn doch, nun, dann konnte er sich getrost direkt einen Strick nehmen, vorausgesetzt er brachte das Geld auf, einen zu kaufen. Wenn es gewinnt, und das wird es, fuhr er fort in dem Bemühen, Davis und vielleicht auch sich selbst zu überzeugen, dann bekommen Sie jedes Mal 1/10 vom Preisgeld, das es einstreicht. Antwortete Davis wie aus einer Pistole geschossen. Geschäft war Geschäft, auch wenn er nicht im Traum daran glaubte, dass dieses hässliche und klapprige Pferd jemals bei einem Rennen über die Ziellinie laufen würde. Ob nun als Erster oder als Letzter. Vermutlich fiel es eher nach der Hälfte der Strecke tot um. Aber er streckte Harry Telford zur Besiedlung des Geschäftes die Hand entgegen, und der Trainer ergriff sie und drückte fest zu. Als hätte der Fuchs gehört, dass seine unmittelbare Zukunft soeben gesichert worden war, blieb er ruckartig stehen, stemmte heftig und schnaufend alle 4 Hufen fest in den Boden und weigerte sich, auch nur einen einzigen weiteren Schritt zu machen. Seine Ohren zuckten missmutig vor und zurück, als die jungen Männer am Zaun in dröhnendes Gelächter ausbrachen. David Davis hatte genug gesehen. Kopfschüttelnd wandte er sich ab und ging zu seinem Automobil zurück, das wenige Meter entfernt stand, während das Lachen hinter ihm immer noch weiter anschwoll. Er sah sich nicht mehr nach dem Pferd um, für das er 160 Pfund bezahlt hatte. 160 Pfund zu viel. »Hey, Woodbrook«, rief einer der Stallburschen Tommy zu, als der Motor des Wagens mit lautem Knattern ansprach. »Halt bloß die Longe gut fest, sonst geht dir das Pferd gleich durch.« Die anderen bogen sich vor Lachen. »Ja, genau«, schrie ein zweiter. »Bei so einem Energiebündel muss man auf alles gefasst sein.« Die Jungs fielen vor Lachen fast vom Zaun, während Harry Telfords Gesicht erstarrte, als wäre es aus einem Stein gemeißelt. Doch selbst sein strenges Auftreten, das sonst augenblicklich alle Untergebenen stramm stehen ließ, beeindruckte die jungen Männer im Moment nicht. »Achtung, der Rote Blitz kommt«, schrie ein dritter, und die anderen schlugen sich grölend auf die Schultern. »Vorsicht, meine Damen und Herren, auf der Zielgerade kommt gerade der Rote Blitz. Halten Sie Ihre Hüte gut fest«, tönte der Nächste und tat so, als hätte er ein Megafon vor den Lippen. Tommy stand in der Mitte der Koppel und hielt Bobby an der Longe. Er lächelte gequält, während er seine Hosenträger zurechtrückte, obwohl sie nicht verrutscht waren, und schwieg. Sein Blick traf sich mit dem seines Freundes Cashy Martin, eines 14-jährigen Jockeys, dem der eine oder andere bereits eine große Zukunft auf der Rennbahn vorausgesagt hatte. Auch Cashy schwieg und beteiligte sich nicht an den Scherzen. Ebenso wenig wie Mr. Telford, der stumm neben Tommy stand und zu überlegen schien, wie er diesem respektlosen Treiben Einhalt gebieten könnte. »Hey Lutschen«, rief er schließlich einem zierlich dunkelhäutigen Jungen zu, der sich ebenfalls ab und zu als Jockey verdiente und jetzt wie alle anderen am Zaun herumlungerte. »Was heißt Blitz in deiner Sprache?« Der Sohn thailändischer Eltern, die vor etlichen Jahren als Einwanderer nach Australien gekommen waren, weil sie sich hier fälschlicherweise eine bessere Zukunft erhofft hatten, wurde schlagartig ernst. »Phar Lap, Sir«, antwortete er. »Phar Lap?«, wiederholte Telford. »Nun gut, warum nicht?